Situation eben hingerichtet. So, wir haben hier eine Strecke. Ja, und Fibonacci ist eine Zahlenfolge, die wir im Trading auch sehr gut benutzen können. Nicht ausschließlich wie immer, ja, aber es ist ein Punkt, der dafür sprechen kann. Und wenn wir uns jetzt einfach mal diese Situation anschauen, wir haben also jetzt hier eine, einen etwas längeren Aufwärtstrend gehabt und jetzt sehen wir, wie der Kurs sich hier oben immer wieder festbeißt. Ja. So, jetzt gibt es natürlich wie immer zwei Möglichkeiten. Das Ding kann nach oben dann weiterlaufen, ja, oder es kann vielleicht mal zu einem Rücksetzer kommen. Und für beides erarbeite ich mir Wahrscheinlichkeiten. Und dann nehme ich dann stellenweise auch eben das Fibonacci-Tool. Bei dem Bereich Rücksetzer nehme ich Fibonacci Retracement. Wie macht man das? Man nimmt den untersten Punkt der Trennstrecke, mein lieber Freund, also heute ist wieder der Wurm drin, du. Und man zieht eine Linie hoch bis zum obersten Punkt. Und jetzt haben wir das Fibonacci dadurch angelegt. Also man beginnt immer, ja, in Trendrichtung von ganz unten bis ganz nach oben. So, und jetzt haben wir hier eben diese einzelnen Fibonacci-Levels und welche der signifikant wichtigsten sind das sogenannte 38er, das 05er und das 61er, auch Golden Pocket genannt. Warum? Der Kurs reagiert oft gerne. Ja, man weiß jetzt nicht immer unbedingt, wo läuft er überall hin. Aber wie gesagt, diese drei, die sind doch sehr markant und die werden auch immer wieder gerne angelaufen. Es ist keine Sicherheit, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir jetzt einfach mal hingehen, ich bin hier im Replay und wir sagen also gut, wir starten das einfach mal, dann gucken wir mal, was der Kurs dort damals eben gemacht hat. Und dann sehen wir jetzt hier bis zum 38er und wir sehen auch hier am 38er, ja, wie hier quasi eine Reaktion stattfindet. So, was macht er weiter? Ja, er geht noch weiter runter und das 05er bildet jetzt hier eine leichte Seitwärtsrange. Können wir vielleicht auch mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen weiter hochgehen. So, und dann startet er wieder nach oben durch. Und das ist jetzt genau der Punkt, ja. In so einer Situation kann ich natürlich beides abgreifen. Ich kann nach unten abgreifen und nach oben und kann mir dadurch Wahrscheinlichkeiten erarbeiten. Ich nehme diese natürlich nicht alleine. Ich habe dann natürlich noch verschiedene andere Hilfsmittel, womit ich den Kurs etc. analysiere, auch andere, stellenweise auch leichte Fundamentaldaten, ja, was könnte vonstatten gehen. Aber wenn es dann mir um das Ziel geht oder eben auch, wo ich meinen Stop hinlege, ja, der wäre dann hier in dem Fall, wenn ich auf Short gegangen wäre, dann wäre mein Stop natürlich sehr eng über diesem Hoch gelegen, weil wenn er hier durchgeht, dann ist meine Idee nicht aufgegangen. Da bin ich falsch gelegen und fertig, ja, und das kommt immer wieder mal vor. So, aber hier sieht man, dass man eben mit diesen Fibonacci-Folgen durchaus auch Preiszonen eben ermitteln kann, die von Relevanz sind. Und genau darum geht's. Zweites Beispiel, ja, da haben wir jetzt mal eine andere Situation. Wir haben hier einen Aufwärtstrend und dann haben wir hier einen leichten Rückgang. Und da sehen wir auch schon, da sind quasi die Käufer wieder reingekommen. Ja, und jetzt kann man hier mutmaßen, okay, leichte Bodenbildung, diese leichte Korrektur könnte abgeschlossen sein. Dann kann man hier durchaus mal ein Fibonacci Extension nehmen. Mit dem kann ich mir etwas, sagen wir mal, ermitteln, Preislevel, wo könnte der Kurs denn hingehen? So, wir setzen hier wieder unten an. Na, warum? Ganz einfach. Hier ist es von unten nach oben gegangen. Hier brauchen wir nicht irgendwo was dazwischen, sondern wir hatten hier eine Korrektur und hier hat wieder, sagen wir mal, die Aufwärtsbewegung neues Momentum bekommen. Deshalb setze ich hier zum Beispiel unten an
ziehe wieder ganz nach oben und jetzt beim Retracement ist es beim Extension, da muss ich jetzt dann noch den untersten Punkt der Korrektur anwählen. Oh. Wichtig beim Fibonacci ist auch, man braucht schon eine ordentliche Trendstrecke, ja, und man muss das tief nehmen, man muss das hoch nehmen und beim Extension, wie gesagt, auch noch die tiefste Markierung eben dieser kleinen Korrektur. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist da dabei rausgekommen. Ziehe das mal ein bisschen weiter nach unten, damit wir das auch besser sehen. So, ja, jetzt sehen wir, jetzt hat es uns diese Fibonacci-Levels hat es uns jetzt nach oben. Beim Retracement, wie gesagt, war es eben nach unten. Hier hat es jetzt nach oben gebildet. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wo haben wir hier signifikante Preisbereiche? Ich habe gesagt, das 38er, das 05er und das 61er. Ja, da seht ihr, wo die sind. Und jetzt gehen wir einfach hin. Wir starten wieder und gucken mal, was der Kurs so gemacht hat. Bisschen schneller. Und wir sehen, dass auch hier in dem Fall wieder das 05er eigentlich das war, ja, wo der Kurs dann wirklich nach oben gelaufen ist. Das ist jetzt so der Punkt, ja. Nicht selten läuft es dann auch an das 61er. Es kann auch weiterlaufen bis zum 78er oder bis hier oben, bis zum 161er. Es geht, wie gesagt, nur um die Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten. Dazu reicht das hier alleine natürlich nicht. Da braucht es auch noch andere Indikatoren, Informationen und so weiter. Dann kriegt man dadurch ein besseres Bild. Aber es gibt einem, ich sag mal, etwas Orientierung. So, das soll es dann auch für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen wieder was für euch dabei. Es hat euch Spaß gemacht. Ich ich hoffe, ich konnte euch auch mit unserem Schulungskonzept vielleicht ein bisschen interessieren. Wenn ja, nehmt gerne Kontakt auf. Wie gesagt, unten ist der Calendly-Link. Und zum Schluss natürlich wie immer, das gehört auf dem Sektor mit dazu, über alles, was wir reden, was wir zeigen und darlegen, es sind rein unsere subjektiven Erfahrungen, unsere subjektiven Meinungen und keinerlei Handelskaufs- oder Verkaufsempfehlungen. Alles, was ihr auf dem Gebiet tut, ja, seid ihr selbstständig dafür verantwortlich. Das muss man immer wieder sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.